Dass Brazilian Butt Lifts, also auch BBLs, zum Glück nicht mehr im Trend sind, da werdet ihr mir wahrscheinlich alle zustimmen, denn heute soll man ja wieder super schlank sein. Aber dennoch soll das ganze Thema rund um BBL jetzt einen faden Geruch mit sich bringen, denn es gibt immer mehr Leute, die sich äußern, dass BBLs stinken. Und dazu hat Dr. Youn ein sehr interessantes Video gemacht, wo er nämlich auf diese ganzen Aussagen, dass ein Brazilian Butt Lift wirklich stinken soll, eingeht. Und zwar heißt das Video, plastischer Chirurg reagiert auf den Gestank von BBLs. Warum stinken Brazilian Butt Lifts? Ich habe schon eine Vermutung, ich bin sehr gespannt und vor allem auch, ob ihr das auch bestätigen konntet, bei jemandem bemerkt habt, bei euch selbst bemerkt habt. Ich bin sehr, sehr gespannt und würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo, auch Originalvideos unten in der Beschreibung. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, ob Brazilian Butt Lifts wirklich stinken. Yeah, those BBLs be stinking. In order for you to have a BBL, you have to stink for the rest of your life. Yeah, that's the sad reality of a BBL. Do BBLs really smell bad? Well, let's break it down on this video today. Okay, ich habe eine Vermutung, aber ich will sie noch nicht sagen. Wir gucken jetzt erstmal, ob das stimmt. Weil es kann ja nicht stinken, weil irgendwas abstirbt oder abfault. Dann würden die Leute ja richtige Probleme bekommen gesundheitlich. Ich habe eine andere Vermutung. The term BBL smell, or the phrase BBLs be smelling, is going viral on social media. People are claiming that women who undergo BBL surgeries smell bad afterwards. Is that true? Let's hear what some people are saying. BBL smells is trending. And there are a lot of reasons for that smell. So I don't know what he was trained in, if he's a physician, if he is in the medical field, but he obviously has some of his own ideas. Now, first of all, before we hear what his thoughts are, what is a BBL? The BBL stands for Brazilian Butt Lift. And this is an operation where you liposuction fat from one part of the body, like the thighs, the hips, or the abdomen. We purify the fat and then inject it into the buttocks as a way to enlarge them. Ich würde diese ganzen Menschen, die das gemacht haben, echt gerne mal 10 Jahre später sehen, weil es war ja auch gerade bei diesem Arzt in Düsseldorf, wo ja 2 Leute gestorben sind, 2 junge Frauen, die ja schon so ein bisschen mehr hatten, ein bisschen curvier hatten, die wurden ja komplett umgeformt. Und die haben ja dieses ganze Fett dann an anderen Stellen, aber die werden ja über die Jahre weiterzunehmen. Das heißt, wenn du dir das Fett in die Brust injizieren lässt, in den Hintern, dann wächst es ja nur noch da. Und das ist ja irgendwann echt eine Einschränkung. Jetzt stell dir mal vor, eine Frau, die sich das hat machen lassen mit 60, 70, 80, du wirst ja richtig unmobil. Das heißt, du musst ja auch dein Leben lang noch mehr auf dein Gewicht achten, weil es immer mehr wird. Und auch wenn Brüste immer weiter wachsen, da habe ich ja auch schon dieses Video dazu gemacht, könnt ihr gerne abchecken. Auch eine Freundin, die hat jetzt Doppel-D, die sagt also natürlich, die sagt, es ist halt, wenn sie zum Beispiel im Sommer schwitzt sie halt auch drunter oder beim Joggen gehen, ist es für sie unangenehm und so. Und das sind ja auch alles Dinge, die betreffen ja dann auch einen immer größer werdenden Po, wenn du über die Jahre, man sagt ja, ist ja normal, dass man in den Jahren einfach ein Gewicht zulegt, immer mehr zunimmt. Die Leute würde ich gerne mal sehen, die dann sagen, ich trick's einfach die Biologie aus und lass einfach meinen Körper in eine Hourglass-Figure umwandeln, aber es ändert sich ja nichts an dem gesunden Essverhalten und an Sport und allem weiter. Kritisch. We make little incisions in the buttocks to inject the fat, and then about half the fat or so will stay long term. And this is the most common way that people basically enlarge their rear ends. Und ich meine, ich rede gerade von den Beispielen in Düsseldorf. Ne? Das war wirklich so, wo man gesagt hat, das ist halt einfach danach eine komplett andere Person gewesen von der Figur her. Also das war schon, der hat auch so viel Fett abgesaugt und woanders injiziert, wie es gar nicht erlaubt ist. Das war einfach abartig. If someone has had a normal size behind for all of their life, and then they switch up, and now they got this big BBL, they have to reach back there and really clean. You know what I'm saying? And if they're not used to doing that, they might not know that, hey, you sweat differently. Everything is different when you add that much more meat back there. That thing can't breathe as good. Die Umschreibung. Genau, das dachte ich auch. Ich dachte mir auch, dass es eher einen hygienischen Aspekt hat, weil auf TikTok sagen gerade so viele BBLs stinken. Ich glaube, wenn du es einfach immer gewohnt bist, die ursprüngliche Methode für Frauen von vorn nach hinten abwischen und dann hast du halt eben mehr hinten dran und schwitzt mehr und
musst halt mehr cleanen. Ich sag jetzt, wie es ist, weil auch Kacken gehen halt nicht mehr. Vielleicht bleibt da mehr hängen, sagen wir es einfach ganz dumm, dass man da anders reinigen muss. Es hört sich so dumm an, aber es sind natürlich logische Schlussfolgerungen, wenn du dir einfach, und wir reden ja nicht von Leuten, die einen kleinen BBL hatten, sondern es gibt ja auch welche, die wirklich draufgelegt haben. Also die haben ja einen 3-mal so größeren Hintern auf einmal. I think he's saying that it's harder to clean back there when your butt is so much bigger. And not having had a BBL, I can't say for sure if that's true, but I guess theoretically that could be the case. It's just harder to maybe reach back there? When you get a BBL, your ass is so rock hard. Like, I could barely get toilet paper and like a hand between my butt cheeks, let alone like an enema. And that thing is tiny. So there is truth here. When you undergo a BBL surgery, depending on how much fat is injected into the butt, the butt can feel real hard and firm. Dieses Video. And this is something, I used to do BBLs back in the day. I don't do them anymore. And even the ones that I did, I would only inject maybe 300 or 400 cc's into each butt cheek. Now, how much is 300 or 400 cc's? Well, it's about 1/3 to 1/2 of a 1-liter canister, or let's say 1/4 of a 2-liter. So we're not talking a huge amount of fluid. And that much was enough oftentimes to cause a butt to feel pretty firm and hard. Ja, und da muss man ja nochmal dazu sagen, dass ja auch gerade bei einer Fetttransplantation oft nur 1/3 übrig bleibt. Die anderen 2/3 bauen sich einfach ab. Und das heißt, da bleibt dann wahrscheinlich noch weniger übrig. Jetzt überlegt euch mal, wie viel sich zum Beispiel eine Kim Kardashian oder andere in den Popo haben injizieren lassen müssen, damit da überhaupt so viel übrig bleibt, wie es am Ende übrig geblieben ist. Well, there are doctors who are injecting literally 1 liter or even 2 liters into each butt cheek. Was? 2 Liter in eine Po-Backe? Ey, ich könnte nicht mehr sitzen. Ich glaube, dann würde ich einfach so viel höher sitzen. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Vor allem auch die Mode, nichts passt dir mehr, drauf zu sitzen, zu liegen. Die Megan Fox hat ja auch letztens ein Interview abgegeben zu Schönheits-OPs, die sie hat machen lassen und die sie machen wollte. Und sie meinte ja, allein bei einer BBL musst du ja fast 3 Monate nur auf dem Bauch liegen. Hast übelst die blauen Flecke und Narben. Das ist, ne. And if that's the case, can you imagine how hard those butts will be afterwards? Ja. I think that girls just aren't wiping good enough or cleaning between their butt cheeks after they do the number 2 good enough. And that's what's stinking. So if you get a BBL, I suggest this to anyone, but I highly suggest using baby wipes to wipe. So that Nutze ich eigentlich voll gerne. Ich benutze gerne so Feuchttücher. tends to be the most common hypothesis of why BBLs smell, is that people just aren't able to wipe back there as well as they ideally should. One other option other than baby wipes, though, is to get a bidet, because that's a great way to clean your bottom without having to kind of really reach back there. But there are other theories that are being presented for the BBL smell of why this is happening. So let's hear from a guy who I think looks like a real expert at BBL. And in the club, sometimes it do leave a little trail. Like we could be in the section and it could be like 2 or 3 BBL baddies, and you wondering like who the hell got cheesy fries? Like who got their socks out? Something don't smell right. It ain't the champagne, it ain't the Hennessy. It be the BBLs, and when they bundled up together, it's like a trash pile. Oh. I feel bad laughing, but Ich auch. I mean, trash pile? Huh? And is the term BBL baddie really commonly used? This is the first I've heard of the term BBL baddie. Not all of them, but you gotta understand, it's like physics. If you was a chick that was like, all right, 150, right? 150 pounds, and then you got a BBL. So the BBL made you probably like 170, 180. You're not used to that go around. Okay, so if you have a BBL, fat is taken from one part of the body and injected into the butt. So you are removing fat and then putting it back in, and then some of that fat will once again go away. Your body will absorb it. You are not adding 20 pounds of somebody else's fat to your body. So if you weigh 150 pounds before your BBL, unless you gain weight naturally by eating too much and not moving enough,
you're not going to go from 150 to 170 just because you had a BBL. Ja, das ist nämlich der Irrglaube. Deswegen meint er auch, jetzt holen wir einen Profi, wenn es um BBLs geht. Es gibt ja auch ganz viele, die sagen, man ist es endlich möglich, dass man Fett- oder Haarwurzeln von jemand anderem transplantieren kann. Wird nicht funktionieren, außer du hast einen identischen Zwilling. Würde mich nicht wundern, wenn es irgendwann möglich wäre. Ich wüsste aber nicht, wie es funktionieren soll, aber ich glaube, dann gibt es ganz viele Fetttransfers. It's not physics that way. That unfortunately or fortunately is not true. You feel me? That hand to back motion, you're not used to that extra 20 pounds back there. So when you cleaning, you may miss a few little specks, you feel me? You know, I know a chick, she be doing waxing, and she be saying them BBL baddies be coming in with specks, and, you know, the thong was supposed to be blue, but it's brown in certain sections, because they can't get that go around. You understand me? So, yeah, that BBL do gotta smell. Oh, es ist eklig. I love how he speaks with such confidence as if he is an expert at this stuff. As someone who's Dominican, I'm going to explain the BBL smell. So it sounds like she is an authority on BBLs and why BBL surgery may cause somebody to smell bad because she's Dominican. Das ist halt TikTok, ne? Jeder ist auf einmal der Experte in allem. The smell doesn't come from the butt or from the vag. The smell comes from the fat excretions that are coming out. Do tell more. Fat excretions? Oh nein, das erzählst du doch nicht ernsthaft einen plastischen Chirurg. So when women have liposuctions and BBLs, about 3 weeks later, all the way up to 3 weeks later, they have excretions, actually grease, that comes out of their body, and it has a putrid smell. So why would an incision drain putrid smell 3 weeks after an operation? The only real reason why is if it's actually infected. An infection is going to cause a whole lot more issues than a smell. Genau, das heißt, es stirbt dann irgendein Gewebe ab, weil du irgendwie was abgeklemmt hast oder keine Ahnung. Da würde dein Hintern relativ schnell blau bis schwarz werden und du würdest es merken, würdest septisch werden und sonstiges. Also ich denke mal nicht, dass es das sein wird. Now, it's very common after liposuction or BBL surgery to get a little bit of drainage for a day or two, maybe 3 days at the longest, after an operation like this. You know, we get that fluid that we inject that will help to reduce bleeding that can kind of seep out through these incisions, but it's not necessarily fat that is coming out. And if it smells as bad as she's saying, then yes, you got to worry about an infection. That is not common. Ich denke auch, wenn wir an BBLs denken, denken wir oft an so diese brutal großen Popos. Es gibt tatsächlich auch Frauen, die haben sich einfach einen normalen Popo damit machen lassen oder halt so minimale Veränderungen, dass man es, wie gesagt, gar nicht sehen würde, dass jemand ein BBL hatte oder halt eben eine komplette Hourglass-Figure sich hat formen lassen, weil es so minimal ist. Aber bei so großen Transfer an Fett muss man ja auch bedenken, wenn man jetzt viel Fett aus anderen Körperteilen nimmt, ja, die Haut muss da ja auch irgendwie wieder drauf klarkommen, dass da jetzt viel fehlt und woanders einfach rein injiziert worden ist. Bin sehr froh, dass der Trend zurückgegangen ist. Ich habe aber große Sorge, dass er wieder zurückkommt. Und ich glaube, das wird er auch wieder. So the BBL smell is not because of women's pH balance. It's not because they don't shower. It's simply because it's fat excretions that are still coming out weeks after the surgery is finally done. Now, I know she's Dominican, but I don't think that this is true. Okay, this young lady said, y'all be saying anything. BBLs don't produce a smell. If somebody stinks, it's personal hygiene. That is completely false and untrue. So he definitely knows. And we're going back to the first guy in the video who said that BBL stinks. So let's find out why he thinks that these stink, because he seems like he is definitely an authority at this. As a matter of fact, you see one of the side effects of a BBL is fat necrosis, which produces an excretion of the fat that was put in, and it smells. Another lady in my comments confirms that she had a BBL and had to wait 4 months before she could do anything because of the excretions. Ich finde seine Reaktion so geil, ey. Oh, es ist so herrlich einfach nur. Mein Vater ist genauso. Mein Vater ist ja schon sehr, sehr lange Mediziner und er bildet sich bis heute einfach jeden Tag. Und was ich dem teilweise so auf TikTok zeige oder von irgendwelchen TikTok-Ärzten. Nichts gegen Leute, die Medizin studiert haben und danach sich selbstständig machen, aber viele von denen labern einfach nur Bullshit, haben keine Ahnung und plappern irgendeine Kacke nach. Ey, was der teilweise sagt, wo er sagt, wie kann man nur so einen Müll im Internet verbreiten und Leute glauben das auch noch. Medizin ist ja so ein mega krass umreichendes, großes Fach.
Und vor allem in der Medizin ändern sich ja auch immer Dinge. Es gibt ja Dinge, die werden dann widerlegt und werden dann neu geforscht. Deswegen ist es ja auch so, dass Ärzte gewisse Kongresse besuchen müssen und Punkte sammeln müssen im Jahr, um zu beweisen, ich habe mich weiter und fortgebildet, weil auch in der Medizin kommt immer wieder neues Wissen ran. Das ist immer echt faszinierend, was da Leute teilweise so von sich geben. Und deswegen sage ich ja immer, wenn jemand mir die Quelle TikTok nennt, im Sinne, um irgendwas zu beweisen, ich rede jetzt nicht von einer Aussage, die jemand tätigt über ein allgemeines Thema, eine Meinung, sondern wirklich so ein Fakt, sage ich immer, nee, das ist keine gute Quelle. Quelle TikTok ist keine gute Quelle. Deswegen passt auch hier auf, welchen Medfluencern und Co. ihr hier glaubt. Es gibt gute, es gibt aber auch nicht gute. Und auch hier schaut euch den Verlauf an, wie viel Expertise und Erfahrung haben die Leute wirklich und wo wird einfach nur irgendein Stuss gelabert. Gilt auch für mich. Wenn ich mal Stuss laber, will ich es von euch auch wissen. So fat necrosis is a known complication of BBL and any type of fat grafting surgery. And essentially what it is it's fat that dies. Now, most of the time when fat necroses, it can either liquefy and the body absorbs it, or it can actually turn into a hard mass that oftentimes doesn't get reabsorbed at all. But I have never heard of fat necrosis draining through incisions and smelling really, really bad. And if fat necroses, it doesn't necessarily leak out through incisions unless, let's say, there was some type of an infection causing that incision to open up. So I've really enjoyed all these TikTokers' theories about the BBL smell, especially how they present them with such confidence. It cracks me up, and I really got to give them a round of applause, because that was a lot of fun. Ja, deswegen also generell alles, was Medizin, Heilung und Co. irgendwo verspricht, bitte recherchiert selber nach und glaubt da nicht einfach TikTok, weil irgendeiner oder irgendeine sagt dies und das und jenes. Bitte immer vorsichtig sein. Ich habe so ein paar plastische Chirurgen aus Australien und ihnen, die ich gerne schaue, weil ich weiß, dass die mit einer der ersten Ärzte waren, die sofort mit dem Fillern damals schon vor 10 Jahren aufgehört haben, weil sie schon gesagt haben, das Zeug verrutscht sich. Sie machen es bei sich selber auch nicht mehr, haben dafür Aufklärung gesucht, sind seit Jahren im Geschäft und sagen zum Beispiel auch, dass gerade Microneedling, könnt ihr euch auch mal gerne anschauen und darüber informieren, dass das zum Beispiel was ist, was viele machen, was aber eigentlich auf lange Sicht der Haut auch eher schadet, finde ich auch sehr interessant. Dazu werde ich auch noch ein Video machen, wo ich selbst sehr viel mal teste und ausprobiere und gucke, was das Beste ist für euch. Dauert aber noch ein bisschen, weil die Termine, wo ich hin will, dauert ewig und rede auch mit sehr vielen Dermatologen und Ärzten. Deswegen auch da informieren, was ist denn wirklich gut. Am Ende wollen wir uns ja alle nicht schaden, sondern wollen ja ein gutes Ergebnis haben. Ich glaube immer, das Allerwichtigste rund um Thema Haut, sorry für den kleinen Exkurs vom BBL zu Thema Haut, ist Sonnencreme. Ich trage mir jeden Tag eine 50er auf und gucke, dass ich mich gut ernähre, dass ich meine Haut gut abschminke und eine neutrale Pflege drauf packe. So. Und ich glaube, dass man damit schon sehr viel vorgesorgt hat. Ich habe mir auch letztens meine ganzen sonnenbedingten Flecken mal weglasern lassen und meine tätowierten Augenbrauen. Dazu kommt ja auch noch was, wenn das Thema durch ist. Es dauert noch ein paar Monate. Aber da hat man auch gesehen, wie viel Sonnenschäden meine Haut hat. Und auch gerade bei Sonnenschäden finde ich es so krass. Ich war als Teenager echt dumm. Ich habe mich einfach in die Sonne gelegt, weil ich war noch in der Phase, wo die Leute aussahen, als wären sie Solarium verkohlt und schwarz gefärbte Haare hatten. Und ich bin auch oft ins Solarium gegangen. Also mega blöd einfach nur so im Nachhinein. Aber ich wusste es halt nicht besser. Und die Schäden kommen auch jetzt erst raus. Also wie viele Jahre später erst deine Haut dann durch die Sonne die Schäden zeigt, ist echt krass. So what do I believe the BBL smell comes from? Well, I believe that most likely it's due to personal hygiene. And if it's not due to personal hygiene, then the other potential cause of a bad smell after BBL is an infection, which hopefully is not true because that can be life-threatening. Or maybe they didn't wash their compression garment very often. Most patients who undergo this operation have to wear a compression garment for several weeks, sometimes longer after the operation. And they wear them oftentimes 24 hours a day, 7 days a week. And if you're not washing that garment regularly, it can stink. So I don't think that everybody who has a BBL smells bad. And one good example of somebody who I think had a BBL, and I don't think she smells bad, is Kim Kardashian. And take a peek at this video right up here where I go over what I think is going on with Kim Kardashians rear end. Ja, bei Kim Kardashian zeige ich euch ja auch immer ganz gerne dieses Bild. Das ist ja vom Paparazzi gemacht. Da seht ihr den Vergleich zu diesem Bild. Das ist Instagram. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das muss ich auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Also lasst euch keinen
einreden, Leute. Ich finde den Arzt echt cool. Auch hier das Video fand ich super spannend. Hat er auch schon eins zu gemacht. Schaut euch da auch gerne mal um. Der sorgt nämlich auch dafür, dass er so ein paar falsche Aussagen im Bereich TikTok und Co. medizinisch erklärt und richtig stellt. Finde ich sehr, sehr cool. Ich bin sehr gespannt, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Kennt ihr jemanden, der wegen dem BBL eurer Meinung nach gerochen hat? Oder habt ihr selber damit Erfahrungen gemacht? Ich bin wirklich gespannt. Ich glaube auch das, was er sagt, sind die Gründe und nichts anderes. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Originalvideo findet ihr in der Beschreibung. Und wir sehen uns definitiv in den hoffentlich nächsten Videos, die nicht so sehr stinken werden.